Wie das gute Brot in Deutschland gehören die Croissants nach Frankreich und diese Ensaimadas gehören nach Mallorca. Wie ihr die kleine Variante mit Hefewasser macht, zeige ich euch heute. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, was machen wir heute? Im Hintergrund rechts seht ihr einen Roggensauerteig, um den geht's aber nicht. Schaut mal, hier ist ein Dinkelsauerteig. Und ich muss ja sagen, ich hasse Plastik. Das einzige Plastik, das es bei mir gibt, sind diese Vorratsbehälter, weil wir so einen ganz wackeligen Vorratsschrank haben. Und wenn ich da Glas hätte, würde das tatsächlich umkippen und dann hätten wir alle nichts davon. Hier habe ich meinen Dinkelsauerteig und den möchte ich jetzt erstmal wieder reaktivieren. Denn für diese Ensaimadas benötigt ihr ein bisschen Sauerteig. Alternativ könnt ihr natürlich auch euren Livito Madre nehmen. So, und ich gebe noch so ein bisschen Mehl hinzu. Das Originalrezept ist natürlich mit Weizenmehl. Da ihr euch ja aber lieber Dinkelrezepte wünscht und weil das ja auch tatsächlich angeblich bei Neurodermitis helfen soll, mache ich das auch gerne, weil unsere Kinder davon betroffen sind. Und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Es muss ja nicht immer original sein. In jedem Fall ist es sehr, sehr lecker. So ein bisschen Wasser packe ich dazu und ich wiege das absichtlich nicht ab. Ich mache das wirklich so Pi mal Daumen, um euch auch hier ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Und hier vermenge ich das jetzt und gucke einfach mal, okay, wann ist genügend Wasser da? Das sollte so eine, ja, waffelartige Konsistenz werden. Theoretisch würde ich das sogar mal ausprobieren, den Trockensauer einfach so hineinzugeben. Bei der selbst hergestellten Trockenhefe klappte das nämlich ganz wunderbar bei dem Quarkstuten. Das Video verlinke ich euch oben rechts. Und das wäre mal etwas, was ich wirklich ausprobieren wollen würde. Hättet ihr da Lust zu? Wenn ja, hinterlasst es mir gerne einmal in den Kommentaren. Ich habe ja noch einige Zuschauerwünsche von euch aufgeschrieben und die arbeite ich ja immer so nebenher zeitversetzt ab, so schnell es natürlich geht. Einige Sachen brauchen immer ein bisschen länger, sind aufwendiger und ich freue mich riesig. Wir haben ja mittlerweile hier wirklich eine sehr große Vielfalt. Das Hauptthema ist ja hier auf diesem Kanal das Hefewasser und das soll auch wirklich so bleiben. Aber trotzdem finde ich, man kann nach links und rechts schauen. Deswegen gibt es ja mittlerweile Sauerteige, Dinkel, Roggen, Weizen, aber auch den Livito Madre, diesen italienischen milden Sauerteig. So, und hier könnt ihr jetzt sehen, bei meinem Sauerteig bin ich jetzt fertig mit dem Rühren. Ich lasse das jetzt für einige Stunden bei Zimmertemperatur abgedeckt stehen, damit das auch nicht austrocknet, und geselle ihn zu meinem Roggensauerteig. Einige Stunden später, huch, was ist denn das? Diese Flüssigkeit sagt mir, die kann auch teilweise grau und schwarz sein, nicht erschrecken. Das sagt mir einfach, der Sauerteig hat Hunger. Also füttern wir das gute Stück. Ich habe meinen Sauerteigen gar keinen Namen gegeben. Ich sehe das immer mal wieder irgendwo in Blogs, dass ihr das immer benennt in Bertha, Ulrich, Uwe oder sonst irgendwie. Ich muss mir da vielleicht noch mal was einfallen lassen. Vielleicht lasse ich euch da auch abstimmen. Ich muss mal schauen. Ich werde da mal den Familienrat befragen. So, ich gebe da jetzt einfach Mehl hinzu und auch Wasser. Beides wieder Pi mal Daumen. Also ich finde das immer sehr spannend, dass überall so ganz genaue 17, 18, 19 Gramm Angaben sind. Ich finde immer, das schreckt eher ab und das möchte ich euch wirklich nehmen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, meldet euch bitte gerne bei mir. So, ich vermenge das jetzt hier nochmal schön verquirlen. Es hat ein bisschen was von Pudding gerade, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich arbeite wirklich tatsächlich gerne mit den Trockenvarianten von den Sauerteigen, weil ich dadurch wirklich Probleme hätte im Kühlschrank. Das habe ich nämlich jetzt im Moment gerade durch die Projekte, die ich habe. Der Kühlschrank wird echt voll dadurch. Und so habe ich wirklich die Möglichkeit, viel Abwechslung zu haben und trotzdem keinen Platzmangel. So, einige Stunden später könnt ihr sehen, guckt mal, keine Flüssigkeit, der hatte einfach Hunger. Es haben sich schöne Luftbläschen gebildet. Und das ist alles, was wir haben wollen. Wollen wir weitermachen? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Normalerweise sind die Ensaimadas groß. Ich mache euch hier heute die kleine Variante. Hier habe ich mein Dinkelmehl. Dann kommt hier jetzt noch der Zucker hinein.
So, dann haben wir hier noch ein paar Eier. Möchtet ihr es vegan haben, dann nehmt ihr einfach ein bisschen mehr Hefewasser. Pro Ei 50 Milliliter. Damit könnt ihr es ersetzen. Und hier, ja, da habe ich meinen Sauerteig. Der ist jetzt ein bisschen flüssiger, das macht nichts. Der kann auch bei euch dickflüssiger sein. Hauptsache, der kommt da rein. Wie gesagt, alternativ der Livito Madre ist ein bisschen milder, aber hinter im Gebäck schmeckt man das gar nicht so raus. Hier ist mein Hefewasser. Hierum geht es ja auf diesem Kanal. Ich verlinke euch oben rechts die hilfreiche Playlist, wie immer. Dann könnt ihr das nochmal anschauen. Und auch ein bisschen Wasser darf nicht fehlen. Der Teig ist sehr einfach und simpel und geht jetzt in meine Küchenmaschine. Wird kurz geknetet, bei Dinkelmehl immer nur 5 bis 8 Minuten. Solltet ihr das Weizenmehl nehmen, dann können das auch 10 bis 15 Minuten sein. Wenn ihr wissen wollt, mit welchem Küchenequipment ich arbeite und wenn ihr dabei auch noch den Kanal unterstützen wollt, schaut unter diesem Video, da verlinke ich euch die meisten und die beliebtesten Sachen von mir einmal mit so einem Affiliate-Link von Amazon. Ich weiß, einige von euch mögen da nicht einkaufen. Für diejenigen, die das gerne tun, habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, mir auch etwas Gutes zu tun. So, das Ganze decke ich mit meinem Bienenwachstuch ab, stelle es zur Seite bei Raumtemperatur und bei mir hat es jetzt so ungefähr 20, 24 Stunden gedauert, bis der Teig einigermaßen aufgegangen ist. Ja, von der Konsistenz her ist er ganz angenehm. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie diese Ensaimadas werden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und in diesem Fall braucht ihr die Arbeitsfläche nicht bemehlen, sondern könnt sie einölen. So habe ich das auch gesehen bei den Originaldamen, die das natürlich von der Kindheit und von zu Hause aus kennen. Hier in deutschen Gefilden ist das Gebäck, glaube ich, weniger bekannt. Also mir war es gänzlich unbekannt. Aber das heißt ja nichts. Ich habe auch das Gefühl, je mehr ich lerne, desto weniger weiß ich. Also es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt so tolle Gebäcksorten und man sollte wirklich ganz viel ausprobieren. So, bei dem Teig waren es 700 Gramm Mehl. Ich habe nicht die doppelte Menge genommen. Ich habe nochmal gerade nachgeschaut, das dachte ich nämlich. Und ich habe ungefähr so 15, 16 Stück dabei rausbekommen. Die kann man auch noch ein bisschen größer machen. Ich wollte sie lieber ein bisschen kleiner haben. Und das Original wird zum Schluss auch nochmal ordentlich mit Puderzucker bestreut. Ich persönlich finde, aber das ist meine eigene Meinung, die kann man auch ohne Puderzucker essen. Dann sind die nämlich meiner Meinung nach süß genug. Ich weiß nicht, hier in Norddeutschland gibt es sogenannte Semmel. Das sind so ganz süße, weiche Brötchen. Die habe ich bisher noch nicht nachgebacken geschafft, aber ich arbeite dran. Und ich finde, von der Süße sind die ähnlich. Ein Ticken mehr, aber ich finde, das reicht. Probiert es mal aus. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung hierzu. So, und ich rolle hier jetzt meine Teigstückchen aus. Theoretisch ist es egal, ob ihr die quadratisch oder oval macht. Ich habe verschiedene Varianten gesehen. Ich habe das jetzt so gemacht, wie ich es am besten hinbekommen habe. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das war jetzt mein erster Versuch. Von daher beim nächsten Mal wird es besser werden. Achtet ein bisschen darauf. Wenn ihr Teige habt, die ihr auf Öl und mit Öl ausrollt, es kann sein, dass die reißen. Ihr könnt die sehr fein ausstreichen. Gerade in südlichen Ländern ist man das sehr gewohnt. Ich weiß zum Beispiel aus der Türkei, da gibt es viele Gebäcke, wo wirklich der Teig dann weit ausgestreut wird. Probiert euch da mal aus. So, und jetzt habe ich hier eine Zutat, die man hierfür nicht glauben würde. Schweineschmalz. Da weiß ich noch nicht, wie die Veganer das jetzt austesten, beziehungsweise die Vegetarier, vielleicht mit Margarine alternativ. Wir haben keine Margarine im Haus, sowas gibt es bei uns nicht. Das hat persönliche Gründe und das verstreiche ich jetzt. Ich habe das am Anfang so gemacht, dass ich immer ein bisschen abgemacht habe und das dann darauf verteilt habe, mehr oder weniger gleichmäßig. Ich zeige euch gleich noch eine Variante, die besser geht, komme ich gleich hinzu. Und das Ganze wird dann nach bestem Wissen und Gewissen eingerollt. Jede spanische und mallorquinische Hausfrau wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, Emma, was machst du denn da? Ja, es ist mein erster Versuch, es tut mir leid. So, dieses Stückchen rollt ihr so ein bisschen zusammen und legt sie dann erst einmal zur Seite. Die bearbeiten wir später weiter. So, und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Variante, die mir später besser gelungen ist. Ich habe sie dann auch irgendwann nicht mehr zu Brötchen geformt, sondern einfach so ausgerollt. Das Ergebnis, fand ich, war das gleiche. Wichtig ist immer das Öl, es darf aber auch nicht zu viel sein.
Wie gesagt, es reißt euch sonst auch ein. Und ich finde, die Variante ohne Puderzucker ist auch perfekt, um sie dann für unterwegs mitzunehmen, falls ihr mal draußen seid. So, und hier habe ich jetzt ein Stück Butterschmalz genommen und das einfach wie beim Mahlen so ein bisschen verstrichen. Ich fand, das klappte ein bisschen besser und man kann den Teig dabei dann auch noch mal ein bisschen ausrollen. Auch hier seid vorsichtig, dass der Teig nicht reißt. Das ist so eine kleine Gratwanderung. Lasst euch aber auch nicht abschrecken. Ihr solltet das unbedingt ausprobieren. Das war super lecker. Und Schweineschmalz habe ich ja schon mal benutzt bei meinen Kieler Brötchen. Die sind ja vom Aussterben bedroht und die müsst ihr unbedingt nachbacken. Sehr, sehr lecker mit so einer leicht salzigen Note. So, und dann nehmt ihr diese langen Stränge und zieht sie ganz vorsichtig noch ein bisschen in die Länge, indem ihr sie so ein bisschen vibrieren lasst. Und die mallorquinische Hausfrau hat das jetzt so gemacht, dass sie das ein bisschen mit weiterem Abstand gedreht hat. Ich habe es dichter dran gemacht, ich weiß. Aber ich fand meine Variante besser, weil die so richtig schön aufgegangen ist. Einige sahen aus wie so kleine Röschen. Zeige ich euch gleich. So, also ein bisschen schwingen. Eventuell den Strang einmal umdrehen, vielleicht auch nur so einen Teil nehmen. Seid da ganz vorsichtig, durch das Öl reißt es sonst. Und dann, zack, hier einmal umeinander drehen. Und dann habe ich die nochmal bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Ich hätte sie normalerweise mit einer Folie oder so abgedeckt, aber die waren so ölig, das habe ich so gelassen. Den Ofen einmal vorheizen, Ober- und Unterhitze 200 Grad und dann so circa 20 Minuten. Ich habe noch einen Teller Wasser hineingestellt, also meine Schüssel, und habe sie dann auch nochmal besprüht. Und als sie so 2-3 Minuten standen, habe ich sie dann mit dem Puderzucker bestreut. Und was ich noch machen möchte, danke liebe Mitglieder, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig über eure Unterstützung und wenn ihr mal Wünsche habt, lasst es mich auch gerne wissen. Und wenn dir dieses Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und vor allem abonniere den Kanal, solltest du das noch nicht getan haben. Dann zeige ich dir immer wieder solche Köstlichkeiten. So, und diese Ensaimada wollte ich eigentlich in der Mitte durchreißen. Das war aber noch total heiß. Und deswegen habe ich das jetzt nur so ein bisschen auseinandergezogen. Es tut mir leid. Aber die sind so köstlich. Ihr müsst die probieren. Die waren richtig, richtig lecker. Und ich freue mich schon auf eure Rückmeldung, wie euch die gelungen sind. Teilt dieses Video, damit auch wirklich jeder erfährt, wie einfach und leicht diese Ensaimadas gehen. Es war mir wie immer eine Ehre, dieses Video wieder für euch machen zu dürfen. Und guckt euch das an. Das kann sich doch wirklich sehen lassen. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Rückmeldungen, sende euch herzliche Grüße. Eure Emma.